Wir haben am 22.01.2024 mit einem neuen Account in Clash of Clans ein Let's Play gestartet. Einfach um zu schauen, wie weit man in einer gewissen Zeit kommen kann. Inzwischen sind wir in der 6. Woche angekommen und in dieser Woche wird das Wochenupdate der 6. Woche gezeigt, sodass ihr einen Einblick bekommen könnt, wie weit man in 6 Wochen kommen kann. Wenn ihr wissen wollt, wie man in einer Woche, in einem Monat und Co. weiter vorankommt in Clash of Clans, könnt ihr hier die Playlist abchecken. Dort sind alle Wochenupdates sozusagen zur Verfügung gestellt, sodass ihr dort einen Einblick bekommt, nach welchem Zeitraum man gewisse Sachen schafft. Und wenn ihr die nächsten weiteren Folgen und Livestreams nicht verpassen wollt, solltet ihr unbedingt den YouTube-Kanal abonnieren, damit ihr kein Video und kein Livestream mehr verpasst. Ich habe gesehen, gerade mal 20% der Leute sind wirklich Abonnenten, also lasst gerne ein Abo da, damit ihr dazu gehört. Ansonsten lasst natürlich gerne ein Like da auf dem Video und teilt das Video natürlich gerne mit anderen, damit mehr Leute darauf aufmerksam werden, und schreibt unbedingt in die Kommentare, wie weit ihr eventuell in ebenfalls 6 Wochen in Clash of Clans gekommen seid, damit wir auch weitere Vergleichswerte haben. So, und jetzt lehnt euch zurück, nehmt euch am besten einen Kaffee oder ein Heißgetränk und schaut die Folge zu Ende. Wir gehen rein. Und wie ihr seht, die Zauberfabrik ist auch in 40 Sekunden fertig. Wir holen dann erstmal hier Gold-Elixier ab, werden dann hier unseren Riesen für 150.000 Elixier auch einen weiter forschen, und außerdem werden wir die Luftabwehr hier für 90.000 verbessern und auch den Minenwerfer auf Level 2 hauen. So, und dann warten wir noch kurz, bis hier die Zauberfabrik fertig ist, und dann schalten wir ja sozusagen den Heilzauber frei und schwuppdiwupp, da haben wir die Zauberfabrik auch fertig. Und dann werden wir jetzt auch in den Shop gehen und den Luftfeger bauen, damit wir den jetzt auch schon haben, dass wir alle Gebäude für dieses Rathaus-Level denn schon mal gebaut haben. Wir bauen den erstmal hier hin und müssen dann die nächsten Tage sehen, wo wir den dann letztlich hinstellen werden. Und dann würde ich sagen, gehen wir kurz rüber in das Nachtdorf, sammeln hier das Gold ein, werden jetzt erstmal die Lakaien auch weiter forschen und dann die Juwelenmine ein weiter leveln, natürlich den Schub dazu aktivieren, dass es schneller geht. Dann können wir auch hier das Elixier noch einsammeln und dann gehen wir hier in den nächsten Kampf. Da läuft ja gefühlt das Nachtdorf heute besser als das Hauptdorf. Hier mit unseren Schleichschützen hin und dann die Riesen davor, dass die ganzen da distracten. Und sobald es da offen ist, schicken wir die Barbaren damit rein, damit die sich auch um seine Verstärkungstruppen da kümmern können. Dann sollten die relativ schnell aufs Rathaus gehen, was auch jetzt der Fall ist. So, und dann räumen die da relativ gut mit auf. Ist gut, dass die jetzt ein bisschen distracted werden, weil dann kriegen die Barbaren da einen freien Hit auf den ganzen Bogenschützenturm. Und jetzt kommen die Barbaren da hinterher. 50% haben wir auch. So, Bogenschützenturm fällt auch noch. So, wenn die Barbaren und Bogenschützen jetzt zur Kanone relativ schnell kommen, dann könnten das sogar 100% werden. Okay, jetzt nur noch ein Schleichschütze und ein Barbar unterwegs. Wie gesagt, wenn ihr am Start seid, schreibt gerne rein. Und lasst gerne ein Abo da an YouTube, bei YouTube und Follow bei Twitch, wenn euch das Ganze gefällt. So, und dann schauen wir mal, ob wir hier eventuell sogar die 100% schaffen. Das sieht sogar ziemlich gut aus. Das sieht ziemlich gut aus, dass wir hier sogar 3 Sterne holen. Und damit müsste das sogar auch der Sternebonus hier sein im Nachtdorf, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, 43.000 Gold, 155.000 Elixier. Nehmen wir auf jeden Fall mit.
Und dann sammeln wir auch das restliche Elixier hier ein. So, unsere Juwelenmine ist fertig. Und dann werden wir hier einen Bogenschützenturm auf Level 4 auch hauen. Ich bin mir sicher, dass ihr diesen Mitglied-werden-Button schon auf meinem Kanal gesehen habt. Und wenn ihr euch fragt, was das ist, ihr könnt jetzt Mitgliedschaften auf diesem Kanal abschließen, um weitere exklusive Vorteile wie Zugang zu privaten Discord-Kanälen, Clash of Clans und Clash Royale Dorfbewertungen sowohl im Discord als auch im Stream, als auch Vorrang bei Viewer Games im Stream, also gegen mich zu spielen im Stream, bis hin zu Vorkaufsrechten zu neuen Produkten, Rabatten und natürlich auch eine namentliche Erwähnung in meinen YouTube-Videos. Also wenn sich das interessant für euch anhört, dann klickt auf jeden Fall mal rauf und schaut euch an, welche Mitgliedschaftsstufe eventuell zu euch passen könnte. Ich würde mich freuen, euch als Mitglied auf diesem Kanal willkommen zu heißen und damit die Core-Message mit meinem Kanal Lebensträume zu erfüllen und World Impact zu kreieren, erfüllen zu können. Ich freue mich auf euch. Wir sammeln hier erstmal das Gold ein, dann werden wir unsere Mauerbrecher auch auf 3 forschen. Dann könnt ihr das schon mal machen. Und dann werden wir die Luftabwehr auf Level 3 hauen, damit die auf dem gleichen Level wie die andere Luftabwehr ist. Und das gleiche machen wir auch mit dem Minenwerfer für 100.000, dass der auch auf Level 3 kommt. Und dann werden wir auch die Kaserne eins weiter hochleveln, um den Heiler freizuschalten. Dann sind die Bauarbeiter erstmal fertig. Denke ich, werden wir hier mal heute versuchen, diese Herausforderung anzunehmen. 200% Zerstörung in Baukämpfen. Weil die werden wir auf jeden Fall bekommen, wenn wir den Sternenbonus da holen. Weil da brauchen wir auf jeden Fall 8 Sterne. Also sollten 200% auf jeden Fall drin sein. Alright, dann starten wir das Ganze hier. Let's do it. Dann, wenn wir kurz ins Nachtdorf rübergehen, werden hier erstmal alles einsammeln. Dann forschen wir die Lakaien hier weiter. Und werden dann die Stoßfalle hier erstmal leveln. Den Schub natürlich aktivieren. So, und dann gehen wir kurz wieder rüber. Machen hier den zweiten Kampf. Hoffen, dass wir da am besten die 3 Sterne holen. Starten hier mit dem Reason. Hauen dann die Mauerbrecher hinterher. So, hauen hier auch schon mal Mauerbrecher noch hin. Dann gehen wir mit den Reason hier einmal rum. So, und dann würde ich sagen, zappen wir den Magierturm schon mal zweimal. So, jetzt müssen wir schauen, wann wir am besten den Heilzauber einsetzen. Ne, die teilen sich auf. Dann werden wir hier schon mit dem Ballon starten. Natürlich jetzt mau, dass der Magierturm da auf die Magier geht, aber die Ballons kommen langsam. Und dann sieht es auch ziemlich gut aus. Dann fällt jetzt auch der Magierturm. Und dann sollten das auch 100% werden und 3 Sterne. Auf jeden Fall nice. Auf jeden Fall nice. Hat es nur ein bisschen gewundert, dass er nur eine Luftabwehr hatte. Deswegen war ich kurz ein bisschen irritiert. Aber ist sich an sich dann halt auch ausgegangen. So, und dann haben wir die 100% geholt. Schöne Sache. Gehen dann wieder zurück. Haben den Sternebonus, 300.000 Gold, 300.000 Elixier. Dann kämpfen wir natürlich noch. Einerseits natürlich bis zum Sternebonus, aber natürlich auch, bis wir die 200% da erreichen. Ich denke, die sollten auf jeden Fall möglich sein. Ich glaube, hier machen wir wieder diese Barbaren-Taktik. Dass wir einfach versuchen, einmal komplett rumzukommen. Wobei, wir nehmen einmal noch Schleichschützen mit. Starten wir die Schleichschützen da, dass der Minenwerfer da hier geht. Dann da ein paar Barbaren hin, hier eher mehr Barbaren hin.
weil da noch seine Verstärkungstruppen sind. Und dann hier die restlichen Barbaren hin. Dass sie hoffentlich einmal komplett rumlaufen. Und damit dann wenigstens die 50% holen. Ja, wo lauft ihr hin, Leute? Jetzt geht die. Okay, doch. Immerhin zum Bogenschützenturm. Der fällt denn. Dann haben wir die 50% und dann war es das auch. Alright. So, zurück. Dann haben wir hier den Sternebonus. 155.000 Gold, 155.000 Elixier. Nehmen wir mit. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch gerne in den Clan kommen. Hier in Clash of Clans. Clan-ID seht ihr ja im Overlay. Um auch bei den Clanspielen jetzt am Start zu sein. Wäre natürlich nice, wenn wir da auch Unterstützung haben. Wir haben jetzt die 1600er Marke geknackt. An Trophäen hier. Und dann gehen wir in den nächsten Kampf rein. Um dann noch die restlichen Prozente für die Clanspiel-Rewards zu bekommen. Und zwar starten wir da mit einem Schleichschützen. Hier mit 2 Schleichschützen haben wir einen Tick falsch gesetzt. Die Riesen da rein. Dass die eventuell Fallen da auslösen. Und dann müssen wir auch mit den Barbaren da direkt... Oh, geht bitte ins Dorf rein. Ja moin. Gehen sie nicht. Minenwerfer sollte fallen. Ist gut. Wenigstens die Bogenschützen sind auf dem Rathaus. Dann fällt es schon mal. Ja, oder auch nicht. Haben sich kurz nochmal anders entschieden. Die Barbaren sind einfach an der Doppelkanone vorbeigelaufen. Dachten sich auch so, ja, was soll's. Was soll's. So. Jetzt müssen die Schleichschützen nachkommen. So 50% haben wir. Das sieht gut aus. Okay. Mehr wird's denn auch nicht. Würde ich sagen. Okay, 59% ist okay. Dann sollten wir es, glaube ich, geschafft haben. Und einen Clanspielauftrag mit 200% abzuholen. Genau. Haben wir fertig. Dann sammeln wir das Ganze hier ein. Sammeln das Elixier ein. So. Und dann leveln wir den auf Level 4 für 250.000 Gold. Wir sammeln hier erstmal alle Ressourcen ein. Dann werden wir den Heilungszauber weiterleveln. Mir ist schon aufgefallen für 75.000, dass wir an sich schon relativ viel geforscht haben für das Level und eigentlich mit dem Forschen fast max sind. Ich glaube, Heilungszauber können wir danach nochmal eine Stufe weiter forschen. Aber dann war es das, glaube ich, auch. Und ansonsten werden wir dann noch hier einen Magierturm weiter auf Level 3 leveln. Dann werden wir ein Armeelager gleich weiter leveln, wobei wir plündern mal hier kurz die Schatzkammer. Und dann reicht das Elixier dafür auch aus. Dann leveln wir das Armeelager und dann werden wir noch einen Bogenschützenturm auch weiter leveln, sodass die 3 Bauarbeiter da erstmal beschäftigt sind. Dann schauen wir hier nochmal kurz in unsere Belohnungen rein. Dann können wir uns noch 1 Million Gold und 1 Mille Elixier abholen. Dann sieht es auch gar nicht verkehrt aus. Dann, wenn wir kurz rübergehen ins Nachtdorf, werden dann hier unseren Bomber auch eins weiter leveln. Sammeln dann hier Elixier erstmal ein. So, und dann habe ich überlegt, werden wir hier eine Mine weiter leveln. Aktivieren den Schub, damit es schneller geht. Können wir auch wieder Gold einsammeln. So, dann würde ich sagen, können wir auch direkt in den nächsten Kampf gehen und hoffen, dass wir den Sternebonus gleich holen. Hier mit dem Riesen starten. Schon mal die Mauerbrecher raushauen. Dann starten wir mit den anderen Riesen. Und auf jeden Fall die Magier schon mal hinterher. So. Luftabwehr ist gefallen, dann hauen wir die Heiler hinterher. Und dann würde ich sagen, setzen wir hier hinten schon mal die Luftabwehr und die Magierturm weg. Und dann können wir auch die Ballons hier schon mal starten. Und dann sollte sich das ausgehen. Dass die Ballons halt relativ schnell
zu dem Bogenschützenturm da gehen. Die anderen Riesen werden geheilt, kommen durch. Also das sieht schon mal sehr knusprig aus. So, das werden dann auf jeden Fall auch 100% werden. Paul auch am Start. Freut mich, dass du zurückgekehrt bist bei YouTube. Und dann schauen wir mal. So, die Magier sind alle hops gegangen. Aber das sollte sich zeitlich trotzdem für 100% ausgehen. Natürlich mal, dass sie erstmal komplett umgegangen sind. Und dann nicht weiter aufs Rathaus. Aber ist auch okay. Wobei in jeder Ecke, also okay, nur in den unteren beiden Ecken hat er noch Bauhütten. Das könnte natürlich zeitlich dann schon zu einem Problem werden. Aber ich denke, es sollte sich ausgehen mit 100%. Dann fällt jetzt das Rathaus. Wieder oben noch die Minen. Ich hoffe, dass aber die Riesen schon mal nach unten gehen, was nicht aussieht. Okay, zeitlich wird es denn doch ziemlich eng. So, aber das ist gut, dass die sich aufteilen. Die Riesen gehen nach unten, die Ballons in die andere Richtung. Aber es wird, wenn denn, eine Punktlandung, glaube ich, von der Zeit her für 100%. So, wie weit sind die Riesen? Oh, ja doch, das geht sich aus. Ich sag, letzte Sekunde geht sich das aus. In der letzten Sekunde geht sich das Ganze aus. Nein, als wenn die Riesen, Junge, zu 7 oder so das nicht hinbekommen haben. Ist ja wild. Ja, richtig wild. So, aber Sternebonus haben wir geholt. 250.000 Gold, 250.000 Elixier. So, sammeln wir hier jetzt noch alles ein. Auch das Elixier. Und dann ist die Mine hier auch fertig. Und dann werden wir den Tesla auch auf Level 3 verbessern. Haben wir 80% insgesamt schon. Und dann holen wir halt noch 20%. Um auch die Clanspielaufgabe wieder fertig zu machen. Ich würde sagen, wir hatten auf jeden Fall mit den Schleichschützen da. Gehen mit den Riesen rein. Und relativ schnell die Barbaren hinterher. Dass die da ein bisschen aufräumen. Und halt hinterherkommen. Ich hoffe, dass sie nicht außenrum gehen. Der Großteil ist außenrum gegangen. Sollten eigentlich auch in die Mitte rein. Damit sie da auf jeden Fall das Rathaus holen. Das ist es dann jetzt doch nicht geworden. Aber es werden auf jeden Fall 50%. Dünn. So, Barbaren holen vielleicht noch den Tesla. Der Tesla fällt. Das große Problem ist halt der Minenwerfer da noch. Weil, okay, Rathaus fällt auch. Schade, dass die Schleichschützen nicht auf den Minenwerfer direkt gegangen sind, weil jetzt sind sie hier, aber 78% heißt, dass wir die Clanspiel-Herausforderungen geschafft haben. Und dann gehen wir wieder zurück. Abgeschlossen. Dann sammeln wir hier noch kurz alles ein. So. Gehen wieder ins andere Dorf zurück. Das haben wir jetzt abgeschlossen. Sammeln da weiter Erfahrungspunkte. Und wenn ihr vor allem auch Clash of Clans zockt und noch keinen Clan habt, kommt gerne in unseren Clan. Damit wir bei den Clanspielen besser abschneiden können. Und natürlich auch dann Clankriege und Co. veranstalten können.
Dann werden wir auf jeden Fall hier unseren Heilungszauber 1 weiter forschen. Auf Level 3 dann. Und dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein paar Hindernisse. Entfernen wir die mal, damit wir weitere Gems bekommen. Um langsam, ganz langsam, sage ich mal, Richtung 4. Bauhütte zu kommen. Rathaus 11 Max Ballons. Ja, das klingt doch nice. Da sind sie schon. Danke auf jeden Fall, Nikolas. So, dann haben wir alle Hindernisse entfernt, würde ich sagen. Sieht so aus. Und dann werden wir, wie gesagt, hier alle Kanonen auf Level 4 hauen. Auf Level 4 sage ich, auf Level 7 hauen. Und damit für Rathaus Level 6 auch maxen. Und dann sollte sich das auch ausgehen. Gehen wir kurz rüber ins andere Dorf, sammeln hier alles ein. Hier werden wir dann den Bomber weiter forschen. Dann müsste der auch maxed sein. Und an sich werden wir dann hier die Mine leveln. Den Schub aktivieren. Dann werden wir die andere Mine leveln und dann wahrscheinlich Rache oder Tesla am Ende noch hochleveln. Und holen eventuell direkt. Okay. Dann geben wir hier Wine. Und die anderen Luisen hinterher. Das was, wir können hier sogar die Luftabwehr einfach wegsetzen. Decken auf, dann können wir auch direkt die Heilerei raushauen. Und danke Lazy für dein Abo bei YouTube. So, dann würde ich sagen, hauen wir hier die Ballons einmal raus. Und hauen hier die Ballons einmal raus. Und dann sieht es auch relativ gut aus, dass es wieder 100% werden. Jetzt nur noch die Kanone da offen, aber Magier haben überlebt. Ballons reagieren da auf jeden Fall hardcore. Rathaus 9 bis 10 sieht man es nicht mehr zum Glück. Ja, weil das Dorf an sich halt viel größer ist. Ja. Ich muss sagen, deine Strategie ist ganz nice. Meine Angriffsstrategie gerade. Ja, bin ich auch relativ zufrieden mit. Bei manchen Dörfern muss man halt aufpassen. Vor allem, wenn die von Rathaus 7 sind. Dann haben die halt 3 Luftabwehr. Was, wenn das gut platziert, ein bisschen tricky sein kann. Und da wir auch die 4 Seps haben, können wir eine Luftabwehr auf jeden Fall komplett alles wegseppen. Hättest 10k plus Follower verdient. Danke dir. Ja, wie gesagt, kein Wunschkonzert hier. Und dann werden wir auch ins Nachtdorf rübergehen. Ah, komm, perfekt, Junge. Komm, perfekt. 1,5 Minuten ist die erste Mine durch den Schub fertig. Dann werden wir direkt die nächste auch starten. Schwupp, fertig. Hauen wir die nächste auch rein. So können wir machen. So. Dann können wir in Clan Creek beginnen. So, dann können wir hier suchen gehen. So, dann gehen wir jetzt in den nächsten Kampf und somit auch um den 2. Sternebonus. Na dann. Starten wir hier mal Wine. So. Dann die Magier hinterher. Das was wir seppen hier den Magierturm direkt mit. Dann kommt Riesenwine. Dann Ballons. Und nächsten Ballons. So. Jo. Dann sieht es ziemlich gut aus. Aber die Riesen. Jo, weil die Heiler mal wieder gedacht hat, komm, wir schützen ja die Magier. Aber am Ende geht es schon aus. Wobei oben ist noch
der Magierturm. Aber ich denke, die Ballonanzahl sollte reichen, damit sich das ausgeht. Jawohl. Easy. Okay, und dann ist jetzt nur noch Aufräumen angesagt. Zu was soll ich raten? Bei dir? Duplo ist zu krass, die Ballons, ja. Vor allem, wenn da noch mehr Ballons dazukommen. Und ja, uns hatten halt Glück, dass er nur eine Luftabwehr an sich hatte. Wobei die Heiler halt jetzt auch nicht wirklich die Riesen dann supportet haben, was eigentlich der Plan war. So, aber 100% am Stissel. 250.000 Gold, 250.000 Elixier. Okay. Wir seppen hier Luftabwehr und Magierturm weg. Starten dann hier mit unseren Powerboyschern und direkt die Heiler hinterher. Dann die Magier. Dann warten wir kurz ab, wann wir am besten die Ballons reinhauen. Heiler machen ihren Job. So will ich das sehen. So will ich das sehen. So, gehen die Riesen hin. Starten hier mit den Ballons. Das war zu früh. Das Problem war halt, der Magierturm fällt auch. Problem war aber, dass die Riesen einfach wieder in die andere Richtung gelaufen sind. Aber es könnte sich trotzdem noch ausgehen. Weil der Bogenschützenturm die Riesen jetzt trackt, wenn der nicht zu weit laufen würde. Und dann, ja, dann kommen die Magier von der anderen Seite. Und dann sollte sich das auch ausgehen. Jawohl, dann machen die Magier den Rest. Ganz unten hat er noch eine Bauhütte. Zeitlich könnte es tricky werden. 5 bis 6 Sterne garantiert, ja. Wie gesagt, wenn ihr am Start seid, habt gerne in den Chat. Lasst gerne ein Abo bei YouTube da und Follow bei Twitch. Ich würde mich freuen. Teilt natürlich gerne den Stream, damit mehr Leute dazukommen können. Und checkt gerne auch Twitch, TikTok, Discord ab. Und kommt gerne in den Clan. Clan, die ist ja im Stream Overlay eingeblendet. Einfach Anfrage gerne stellen. Und dann könnt ihr eventuell auch bei den nächsten Clan-Spielen, Clan-Kriegen und Co. auch dabei sein. Wäre auf jeden Fall nice. Und natürlich dann später, wenn wir dann Clan Level 2 sind, auch Clan Stadt natürlich. So, und dann haben wir auch hier die 100%. Let's do it. Sind direkt wieder die Ballons am Stissel. So, dann haben wir Silber 2 jetzt erreicht. Dann gehen wir wieder ins Nachtdorf rüber. Oh, guck mal, 4 Minuten nur noch. Unsere Mine hier. Wenn wir hier, haben wir immer noch nicht den Sternenbonus geholt im Nachtdorf. Starten hier mit Moisen. Und dann die Schleichschützen hinterher, dass die auf seine Zusatztruppen da gehen. Okay. Muss der Minenwerfer halt relativ schnell fallen, was jetzt passiert. Und den anderen Luisen hinterher. Warten. Gehen jetzt mit den anderen Barbaren rein. Gut aus. Der Trümmer fällt auch. Okay, Riese ist jetzt down. Naja, immerhin 2 Sterne geholt.
Let's go. So. Sterne-Bonus hier auch abgeholt. So haben wir jetzt hier auch Gold. Natürlich im Überfluss, aber bauen ja auch gleich weiter hier. Und dann werden wir hier erstmal Hindernisse entfernen. Jawohl. Ah, ja, ein Juwel. 598. Und dann werden wir die Quacher hier leveln für 300.000. Dann können wir auch wieder Gold einsammeln. So. Dann haben wir es. Dann die Valkyrie starten. Let's do it. Und dann gehen wir in den Kampf rein. So. Diese Clan-Spiele mich auch am Start. Er würde mich auf jeden Fall freuen. Wie oft sind die? Einmal im Monat, ne? Weil, wie gesagt, ohne Hilfe ist es halt tricky. So, aber das sieht ziemlich gut aus. So, Valkyrie haben wir auch eingesetzt, sodass die Herausforderung auch abgeschlossen wird. Ist ja relativ schnell, Junge, hatte ich gar nicht auf dem Plan. So. Und natürlich die Bauhütten wieder in der Ecke. Ja, Valkyrie ist wirklich schnell. Weiß ich. Glaub schon. Aber kriegen wir trotzdem die 100%. Valkyrie ist erste. Ich glaube, die killt es sogar bevor die Magier da sind. Jupp. Nehmen wir natürlich gerne mit. Und somit haben wir die auch abgeschlossen. Schöne Sache. So, und dann schauen wir mal. Wobei, das kriegen wir vielleicht auch noch hin. 3 Kracher zerstören. 50 Mauerteile in Baukämpfen. Wobei, ich glaube, wir machen erstmal diese Kracher-Dinger, ne? Das sollten wir relativ easy hinbekommen. Dann starten wir das. Alright, so. Dann, wie gesagt, noch ein Kampf. Und dann konzentrieren wir uns wieder auf Kracher. Die Kracher ist hier unten. Dann gehen wir auf jeden Fall mit den Luisen rein, um auf den Kracher zu gehen. Starten hier mit Schleichschützen. Gehen dann mit den Luisen da rein. Setzen hier schon mal einen Barbar hin, der da ein bisschen aufräumt. So, ein Kracher ist schon mal weg. Dann ja, hätten wir doch einen Tick später setzen müssen. So. Starke Sprungfalle. So, oh, noch ein Kracher wird auch zerstört durch die Fleischschützen, was nice ist. So, aber wie gesagt, Ratos schaffen wir nicht. Und das war's dann auch. Werden wir natürlich sehen. So, Herausforderung abgeschlossen. There we go. Gehen wir wieder zurück. Zack. Haben wir das auch geschafft. Ich glaube, wir machen diese Mauerteile und dann hauen wir einfach nur Bomber raus. Dann sollte das auch relativ gut möglich sein. Starten wir das. Wir starten ihn hier, aktivieren die Sache. Starten ihn hier, aktivieren die Sache. Starten ihn hier, aktivieren die Sache.
Und so. Starten ihn hier, aktivieren die Sache. Und dann haben wir, denke ich, ein paar Mauern zerstört. Ne, ich weiß jetzt nicht, wie viele es insgesamt halt waren, aber werden wir denn natürlich gleich sehen. Ja, abgeschlossen. Ja, moin. Ja, moin. Ja, Bomber haben halt zerstört. Die haben zerstört. Okay. Jetzt 120 Gebäude zerstören. Let's do it. Da 2 Schleichschützen hin. Da mit dem Schleichschützen. Den Rest machen wir außen rum, dass die äußeren Gebäude auf jeden Fall zerstört werden. Jetzt morgen mit 2 Tunnelgräbern gegen den 5er ran. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. So, dann sollten wir jetzt das vielleicht hinbekommen haben. Jawohl, Herausforderung abgeschlossen. Schöne Sache. Jetzt gehen wir wieder zurück. Und sammeln da auch das Ganze ein. Da hatten wir 200% bei Baukämpfen. Hier an sich mit dem Riesen starten. 2 Schleichschützen da. Einer da. 2 da. So, alright. Und dann die zerstörende Wut auf den Bogenschützenturm. So. Dann könnte es auch relativ gute Sachen werden. Bleibt's noch, bis die Kanonen fertig sind für die Beratung. Ja, wie gesagt, freut mich auf jeden Fall. Oh, Tesla ist doch noch am Start. War da nicht schon ein Tesla? Aber ansonsten sollte sich das ausgehen mit dem Tesla. Jawohl. Dann werden es 100%, was natürlich für unseren Fortschritt auch gar nicht so verkehrt ist. Ja, Drachenbaby muss halt noch einmal komplett rüber. Sollte sich aber ausgehen, glaube ich. Und jetzt kommen wir sogar ins zweite Level, so nach dem Motto. Aber halt auch nur mit dem Drachenbaby. Okay. So. So, dann fehlt das. Ja, wie gesagt, da ist halt der Tesla. Tesla fehlt. Als wenn, Junge, und genau jetzt holen wir eine Bauhütte, ne? Jetzt holen wir diese Ottos Hütte, ne? Ja moin, ist klar. Wo wir gerade die nicht aktiv haben. Ist ja wild. Das ist natürlich wild. Hätten wir früher gebraucht, genau das. Jo. Ach nee. Junge, und dann auch noch komplett, ne? Dann komplett. Wenn schon, denn schon, ne? Ist dann klar. Ja, 3 Stunden Bruch vorher. Und Fortschritt aber auch abgeschlossen dadurch. Schöne Sache, dann gehen wir zurück. Holen das Ganze natürlich ab.
So, und dann den Altar da. Zweimal den Altar zerstören. Alright, da werden die Kanonen alle fertig. Alright, schöne Sache. Kanonen jetzt also auch maxed. Leveln wir jetzt einmal die Clanburg. Let's do it. Dann ein Armeelager. Und dann noch eine Luftabwehr. Alright, dann sind die Bauarbeiter auch beschäftigt. Alright, dann gehen wir in diesen Kampf rein. So, hat er hier ein Altar. Da ist ein Altar. Zerstört. Magier sollten den natürlich zerstört bekommen, weil sonst haben wir ein Problem. Jawohl, der ist weg. Alright, dann starten wir hier einfach mit den Ballons. Das wird halt jetzt nicht sonderlich erfolgreich. Aber holen eventuell ein bisschen was. Ja, wir hätten es einfach zappen können, ja. Magier hat es dann aber zum Glück hinbekommen, weil sonst hätten wir ein Problem gehabt. Ja, Junge, 47%, ne? Let's go. Abgeschlossen. Nehmen wir mit. Schöne Sache. Wie gesagt, wir haben ja gestern hier das zweite Armeelager auf Level 6 gehauen. Haben wir jetzt auch maxed. Dann haben wir hier die Luftabwehr auf Level 4 gehauen. Und die Clanburg auf Level 3 gehauen. Wie gesagt, mir ist aufgefallen, wir haben jetzt auch alles fertig geforscht für dieses Level. Sodass es dann auch wirklich mal Zeit wird, dass wir unser Rathaus upgraden. So, und dann habe ich mir überlegt, wir leveln die Riesenbombe, weil die dauert nur 3 Stunden. Das sollten wir dann in dem Stream auch noch erleben, dass die fertig wird. Und dann werden wir auch das letzte Armeelager hochleveln. Warte, wir plündern kurz die Schatzkammer. Und dann sollte das möglich sein. Dann haben wir auch alle Armeelager maxed. Das ist gar nicht so verkehrt. Und dann werden wir auch die letzte Luftabwehr auch maxen. Für 500k. Let's go. Werden dann hier noch den Bomber forschen, denn ist der auch max. Dann haben wir an sich auch alles fertig geforscht. In diesem Dorf sammeln wir das ganze Elixier noch ein. So, und dann würde ich sagen, werden wir hier die Megamine für 3 Stunden leveln, aktivieren den Schub auf jeden Fall. Sammeln dann auch noch das Gold ein. Dann gehen wir hier im Hauptdorf in den nächsten Kampf rein. Let's do it. Gehen hier. Oh Gott, ja, toll, ja moin. Natürlich Mau mit dem Drachen in der Verteidigung. So, jetzt müssen die 2 Heiler da rein. Und hoffentlich gehen die dann auch auf den Riesen. Wir seppen die Luftabwehr weg. Wir müssen hier mit den Ballons reingehen. Und wir werden hier dann mit dem Drachen reingehen. Jo, aber das wird sich, glaube ich, nicht ausgehen.
Leider. Wobei, der Drache hält eventuell vielleicht doch mehr aus als gedacht. Oh, ja, doch, vielleicht. Oh, Junge, Alter, was der Drache aushält, ist wirklich krass. Da wären die Ballons halt wirklich schon hier gewesen und dadurch kommen die Ballons dann halt auch noch zum Bombenschützenturm. Dann sieht es gar nicht so verkehrt aus. Ja, und zeitlich könnte sich das halt auch noch ausgehen. Wäre auf jeden Fall nice. Schauen wir mal. Let's see, let's see. Was halt mau war, dass er halt einen Drachen als Verteidigung in der Clanburg hatte. Und den haben die Magier halt nicht schnell genug zurechtbekommen und hat halt so gut wie alle Riesen ausgelöscht. Alright, da haben wir 100% geholt. Und damit auch schon den Sternebonus. 300.000 Gold, 300.000 Elixier. So, dann werden wir jetzt hier Mauern leveln. Zack, 120.000. Nochmal 80.000. Und dann hier auch nochmal 80.000, würde ich sagen. So. Gut, dann werden wir... Wobei, warte. Diese Reihe hier können wir auch schon mal seppen sage ich schon. Leveln. Let's go. Und dann die Reihe auch noch. Was fast alles leer ist. So, dann werden wir jetzt hier versuchen, den Sternebonus zu holen. So, dann sieht es gut aus. So, dann geht zum Tesla der Drachenbaby und dann am besten auch zum Bogenschützenturm. Und dann sieht es ziemlich gut aus. Jawohl. Zu zweit sieht es ganz gut aus. Vor allem, wenn die ein bisschen weiter entfernt voneinander bleiben. Dann bleiben die halt auch im Rage drin, was natürlich von Vorteil wäre. Der White sieht gut aus. Jawohl. Ich hab's mir gedacht, Junge, safe Außenposten. Und ich glaube, wenn wir hier mit 2 Drachenbabys überleben, dann ist wieder Otto am Start. Eieiei. Junge. Eieiei. Schauen wir mal, was halt hier möglich ist. Ja, okay, nee, der hat da Luftbomben. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Oh, ist aber weg. Dodo, ich bin's, Adrianos Freund. Ja, Grüße gehen raus, Dodo. Schön, dass du am Start bist. Danke, Adriano, dass du den Freund darauf aufmerksam gemacht hast. Jetzt hier nicht viel geholfen. Aber nehmen wir den Sternebonus natürlich gerne mit hier in diesem Dorf. So. Wie gesagt, Elixier ist schon wieder am Rande.
was hier eigentlich so möglich ist. So, dann leveln wir das mal kurz. So, dann leveln wir diese Reihe hier. Dann leveln wir diese Reihe hier. So und so. Dann können wir ja mal diese Reihe hier leveln. So, dafür reicht's noch. Und dafür reicht's noch. So. Das sieht gar nicht verkehrt aus. No, Junge, das reicht nicht. Ja, super. Warten, bis wir die letzten Magier setzen. Die setzen wir da oben. Die setzen wir da oben. Wie gesagt, Heiler ist jetzt weg, leider. Oh, Junge, Magierturm. Oh, haben wir Glück, dass da noch die Magier halbwegs überleben. So, Hauptproblem ist jetzt halt der Magierturm dann noch. Wie gesagt, 100% wären es nicht. Ja. 100% wären es nicht. Diego, bist wieder da, ja. Gerade erster Clan-Angriff. War jetzt so halbwegs okay. Halbwegs okay. Gefühlt, die Tunnelgräber sind lost gewesen. Aber gut. Ja, an sich passabel auf jeden Fall. Haben auf jeden Fall relativ viel geschafft. Alright. So, zurück. Machst du direkt den nächsten Kampf hinterher? Easy. Jetzt nur noch die Bauhütte da und dann war's das. Nice Sache. GG. So. Nein. Okay. Wir gehen mit den Tunnelgräbern rein. Oh, Junge, die Heiler.
Heiler sind nicht auf die Riesen gegangen, das ist das Problem gewesen. Das ist das Riesenproblem gewesen. Und es wird kein einziger Stern. Fail. Eieiei, das war natürlich grober Mist. Dann haben wir genau jetzt die Riesenbombe abgeschlossen und wir starten dann den Magierturm auf Level 3. Dann kann der schon mal leveln, was natürlich nice ist. So, dann sammeln wir das Ganze hier ein. Und dann reicht es auch. Die letzten 2 Mauern machen wir jetzt. Somit haben wir jetzt im Nachtdorf alle Mauern Level 3. Und werden zum Schluss jetzt noch hier die Juwelmine auf Level 3 leveln. Wie gesagt, wir haben jetzt gestern ja noch das Armeelager hier gemaxt. Somit haben wir alle Armeelager gemaxt, basierend auf Rathaus Level 6. Dann haben wir die Magierturm gemaxt. Dann haben wir die Luftabwehr gemaxt. Und dann ist es auch nicht mehr gar nicht so viel, um noch weiterzukommen. Wie gesagt, wir haben alles geforscht, was bisher geht. Für unser Rathaus-Level. Dann sammeln wir hier erstmal alles ein. Und werden dann heute einen Bogenschützenturm auf Level 7 hauen. Dann einen Minenwerfer auf Level 4 verbessern. Und hier den Luftfeger auf Level 2 leveln. So, und dann sind erstmal auch wieder alle Bauarbeiter beschäftigt. Und wenn wir hier 3 Sterne holen, dann sollte sich das für den Sternebonus ausgehen. Hier kämpfen wir nicht an. Dann wir die Luftabwehr da weg. Gehen mit den Riesen zu dieser Luftabwehr. Und hier schon mal ein paar Mauerbrecher reinhauen. Gehen jetzt mit den anderen Mauerbrechern rein. Hauen jetzt die Heiler raus. Und dann natürlich die Magier hinterher. Und dann, denke ich, müssen wir nur noch das Timing abwarten. Dann gehen wir da mit den Ballons rein. So, der eine Bogenschützenturm geht jetzt natürlich auch auf die Ballons. Aber das sollte sich trotzdem ausgehen mit der Menge an Ballons, die wir haben. Wenn die natürlich erstmal nicht zur Kanone gehen. Aber die Kanone wird dann auch relativ schnell fallen. Und ansonsten haben wir auch noch unsere Riesen, die zur Not halt auch noch zum Bogenschützenturm kommen. Aber das erledigen die Ballons da schon. Und dann sind wir auch durch. Ja, das sollten 100% werden. Er hat zwar auch wieder relativ viel Bauhütten in der Ecke platziert, aber sollte schon funktionieren. Grob 1,5 Stunden ist Clankrieg zu Ende. Ja, ich denke nicht, dass da noch jemand angreift, deswegen werden wir den wahrscheinlich verlieren, aber wir kriegen ja trotzdem irgendwelche Rewards. Und hoffentlich auch genug Clan-EP, dass wir langsam zum Clan-Level 2 da aufsteigen. Damit wir auch Clan-Stadt freischalten und Co. Wäre auf jeden Fall dann nice. Wie gesagt, ihr könnt natürlich gerne in den Clan dazukommen, damit ihr bei den nächsten Clan-Spielen, Clan-Kriegen auch dabei sein könnt. So. Warum machen es die ganzen Rathaus mit den Bauhütten? Ich glaube genau aus diesem Grund, dass die wissen, so wenn es eng wird, dann schafft es der Gegner eventuell nicht, weil eine Bauhütte er nicht mehr erreichen kann oder sowas. Dass die halt nicht immer 100% kassieren, sondern nur 2 Sterne eventuell. Ich glaube, das ist so die Strategie dahinter. Alright. Dann haben wir die 100% erreicht. Da ist der Sternebonus, 300.000 Gold, 300.000 Elixier. Machen wir hier weiter, wir brauchen immer noch 2 Sterne, um weiter den Sternebonus hier abzuholen. Da mit 2, da mit einem. Dann gehen wir hier mit den Riesen rein.
So, Ziel ist natürlich genau, dass der Bogenschütze-Turm die ganzen da trackt. Jetzt sollten aber langsam die Schleichschützen mal auf seine Verstärkungstruppen und natürlich dann auf den Bogenschützenturm gehen, damit sich das eventuell ausgeht. So, die gehen jetzt erstmal aufs Rathaus, dann schützen wir hier natürlich die Riesen gegen den Zertrümmerer, dann fällt der Bogenschützenturm. So. Und dann kriegen die Hits eventuell noch auf die Kanone, die Bogenschützen. Aber für den zweiten Bogenschützenturm wird es dann nicht reichen. Aber dann sind es wenigstens die 2 Sterne für den Sternebonus. Nice Sache. So. Hat jetzt länger gedauert als gedacht. So. Ja, wir haben halt nur Gold jetzt für den Sternebonus, das wir aufnehmen können. Ja, der Schub wird länger. Okay, dann machen wir den Uhrenturm hier. 220.000. Let's do it. Das waren jetzt auch schon 6 Wochen Clash of Clans, sage ich mal, zusammengefasst. Und wir sind so auf dem Weg, Rathaus 6 zu maxen, sodass in der nächsten Woche sehr wahrscheinlich auch Rathaus Level 7 bei uns in dem Let's Play stattfinden wird. Also schaltet gerne wieder ein. Lasst direkt nochmal ein Abo bei YouTube da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst ein Like da, teilt das Video, damit mehr Leute dazukommen können und das Video sehen können und auf den Kanal aufmerksam werden. Schaut natürlich auch gerne zu den Livestreams vorbei auf diesem Kanal. Lasst natürlich auch gerne ein Follow bei Twitch, denn auch da, wenn ihr eher bei Twitch zuschaut. Und schreibt natürlich gerne in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, wie weit ihr in Clash of Clans seid und kommt natürlich auch gerne in den Clan, den wir haben, damit ihr bei den nächsten Clan-Spielen und Clan-Kriegen ebenfalls am Start sein könnt. Und wenn ihr wissen wollt, was in den vorigen Wochen alles passiert ist, verlinke ich euch die Clash of Clans Playlist hier. Und wenn ihr ebenfalls Clash Royale zockt oder daran interessiert seid, haben wir genau das gleiche Szenario gemacht, wie weit man in einer gewissen Zeit kommen kann. Und diese Playlist seht ihr hier, also checkt es gerne aus. Und zum Schluss sage ich wieder, Welcome to the New Age. Ciao.